Hi, ich bin Stefan von Riemchenwerk. Wir sind Hersteller von Klinkerriemchen und Backsteinriemchen. Heute wollen wir euch mal anhand von so einer Kaminwand zeigen, wie man die mit unseren Riemchen verschönern kann. Wie gestalte ich meine Wand hinter dem Ofen? Viele haben einen neuen Ofen und machen sich dann natürlich Gedanken, wie ich die Wand dahinter gestalte. Da habt ihr viele Möglichkeiten. Wir empfehlen da unsere Klinkerriemchen, denn dadurch erhaltet ihr hinter dem Ofen oder am Ofen eine sehr robuste Wand. Die Riemchen sind hitzebeständig und bei der Farbauswahl in Kombination mit dem Ofen schafft ihr da wirklich nochmal ein richtiges Highlight im Raum. In unserem Fall sah das vorher so aus und fertig so. Bei unserem Projekt hier handelt es sich um einen dreiseitigen Kamin, wie ihr seht. Ob das jetzt nur zwei Seiten hat und die Wand weitergeführt oder hier so drei Seiten hat, das ist im Grunde genommen egal. Deswegen hier ist es ganz schön, euch das jetzt mal daran zu zeigen. Ihr könnt auch dann die angrenzenden Wände weiter mit verkleiden, irgendwie auslaufen oder die Wände einfach mit verkleiden. Das ist je nachdem Größe vom Raum, gestalterisch einfach eine Frage. Zu Beginn der Arbeiten, gerade im Innenbereich, ist es wirklich wichtig, dass ihr gut abklebt. Das heißt, hier war der Kamin halt einfach noch, den wollten wir jetzt nicht abbauen. Das heißt, dann könnt ihr den auch wirklich stehen lassen, die Rohre und alles gut abkleben. Auch auf jeden Fall die umgrenzenden Wände dann mit abkleben und dann kann es losgehen. So, zu Beginn der Arbeiten solltet ihr erstmal kontrollieren, ob die Wände gerade sind. Sind sie meistens nicht, aber wir schauen mal. Und zwar hier, das sieht super aus. Hier, das ist auch sehr schön. Und bei der Wand haben wir wirklich ein Problem schon. Hier geht es fast, hier läuft das fast 2 cm schräg hoch. Das seht ihr hier in dem Schnitt nochmal. Und da müsst ihr natürlich jetzt schon mal im Auge behalten, ja, hier oben läuft die Wand ein bisschen weg, da müssen meine Reihen breiter werden. Das heißt, beim Auslegen dürft ihr nicht nur hier unten anfangen auszulegen oder irgendwo mitten in der Wand, sondern ihr müsst dann das im Hinterkopf behalten, dass wenn irgendwo was schief läuft, ihr einfach das mit berücksichtigt. Bevor ihr anfangt zu kleben und einfach unten mit den Reihen anfangt, solltet ihr euch ein bisschen über den Verband mal Gedanken machen. Das heißt, wie komme ich eigentlich an den Seiten hier aus? Und zwar setzt ihr einfach mal eine Ecke an, eine lange Ecke zu der Seite hin. Und da werdet ihr jetzt schon hier feststellen, hier kommen wir richtig schlecht aus. Manchmal kann man wirklich richtig gut auskommen. Das ist ungefähr das Schlechteste, was euch passieren kann. Ja? Dass das hier so einen großen Abstand ergibt. Die nächste Reihe da drüber wäre ja dann wieder die kurze Ecke. Da würde ich ja dann irgendwie wieder so verlaufen. Das kommt gut hin. Da kann man hier hinten noch hier einen Halbstein oder einen Elferstein zuschneiden. Aber bei der, das ist jetzt wirklich ein super Beispiel. Hier könnt ihr sehen, so, ja, hier schneide ich ja keinen 1 cm Stein rein. In dem Fall machen wir das so. Haben wir schon mal was vorbereitet. Dann nehmen wir dann eine Ecke und kürzen die einfach nochmal. Würden dann den ganzen Stein verlegen und haben dann hier hinten ein bisschen Platz, um noch einen 5er Stein, der einfach noch ein bisschen anständig aussieht, reinzulegen. Das seht ihr nachher, wenn wir am Verlegen sind und am Kleben sind, könnt ihr das nochmal sehen. Aber so habe ich die Ecke ein bisschen zurückgeschnitten. Die zweite Ecke, die da drüber liegt, ist ja dann die kurze Ecke. Und da hat man hier auch noch einen schönen Versatz drin. Das heißt, ich darf die natürlich jetzt nicht zu kurz abschneiden, weil sonst hätte ich hier wieder keinen richtigen Mauerwerksverband, keinen Versatz drin. Und so ist das wirklich jetzt eigentlich perfekt. Die haben wir jetzt hier 13 cm geschnitten, Innenmaß, und kommen dann einfach hier hinten an der Wand gut aus und hier auch. So Kompromisse muss man dann einfach nochmal eingehen. Das sieht man dann, wenn man das dran legt. Zum Beispiel auf der anderen Seite könnt ihr sehen, da ist es traumhaft. Da kommen wir einfach richtig gut aus. Das heißt, hinten machen wir ohnehin eine kleine Fuge und hier vorne kommen wir da richtig schön aus.
Das Gleiche ist auch, wenn ihr euch da natürlich jetzt erst beim Verlegen Gedanken macht, ist das völlig in Ordnung. Ihr werdet euch da meistens auch schon vorher Gedanken macht, wenn ihr die Riemchen bestellen wollt oder wie viel ihr benötigt. Von daher kann man sich da auch schon mal vorher Gedanken machen mit den Maßen, wie komme ich mit den Steinen aus. In dem Fall hier wäre das ja hier hinten einfach nur ein ganzer Stein. Das heißt, ihr würdet dann die Laufmeter ausrechnen. Also einmal hier die Laufmeter, das sind 2,50 Meter Deckenhöhe. Da drüben nochmal 2,50 Meter, das sind 5 Laufmeter, also 5 Meter. Dann würdet ihr 5 Laufmeter von den Winkeln benötigen und bestellen. Und dann könnt ihr einfach nochmal hier, wenn das so super ausgeht, könnt ihr einfach nochmal hier die Breite messen. Diese Breite sind jetzt 40 cm. 40 cm mal die 2,50 Meter. Also ihr messt jetzt einfach nur hier die Flächen aus. Bei den Flächen war das jetzt hier, dass wir 5 Quadratmeter Fläche hatten. Und dann rechnet ihr einfach, das Riemchen hat ungefähr hier so eine Fläche von 20 cm, ja, umlaufend. Das rechnet ihr mal die Laufmeter. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und diese Fläche zieht ihr einfach von den Riemchenflächen ab. Und dann habt ihr eigentlich genau die Mengen, die ihr benötigt. Das klingt ein bisschen kompliziert. Schaut einfach bei uns unter www.riemchenwerk.de/Ratgeber und da geben wir euch einfach nochmal so einen Aufmaß-Tipps, wie ihr das Ganze aufmessen könnt. Ja? Und dann würde ich sagen, fangen wir mal unten mit den Reihen an und dann seht ihr, wie das auch mit dem Verband gemeint ist und wie wir da am besten auskommen. So, zu Anfang auch noch ein ganz wichtiges Thema, das ist die Frage der Sockelleiste, wie ihr also die erste Reihe beginnt. Da habt ihr 2 Möglichkeiten. Und zwar einmal, hier seht ihr es noch schön, bestand hier schon eine Sockelleiste, das heißt entweder legt ihr mit der ersten Reihe, fangt ihr einfach oberhalb der Sockelleiste so an. Dann müsst ihr auch hier unten am besten eine kleine Fuge machen, damit da so ein bisschen Abstand ist. Und könnt von da ab nach oben hin legen. Die andere Möglichkeit ist diese, die wir hier ausführen. Das ist, ihr fangt wirklich von unten mit einem Klinkerriemchen an. Da müsst ihr unbedingt auch eine Fuge lassen. Das verhält sich wirklich genauso wie beim Verlegen von Fliesen. Das heißt, da ist die Sockelleiste ja auch unten absilikoniert und darf einfach nicht auf dem Boden aufliegen. Weil die schönen Estriche, die vibrieren und würden dann euer Riemchen hier wegdrücken oder auch die Fliese. In unserem Fall haben wir da unsere Abstandshalter. Das sind unsere Verlegeeisen, die findet ihr bei uns auch im Zubehör, wie alles andere Material und Zubehörmaterial vom Kleber, Fugenmörtel, all unser Werkzeug findet ihr bei uns im Shop unter www.riemchenwerk.de/Zubehör. Und das ist wirklich ein tolles Hilfsmittel zum Verlegen, verwenden wir als Profis, genauso wie das ein super Hilfsmittel für jeden Laien ist. Und zwar die erste Reihe, legt ihr eure Verlegeeisen einfach auf, da habt ihr schon die erste Fuge und hier drauf kommt dann der erste Stein. Und genauso wie wir vorhin unsere Aufteilung gemacht haben, da beginnen wir dann hier mit dem ersten Stein. Den haben wir ja hier 13 cm geschnitten, sozusagen die eingekürzt und so würden wir dann hier weiterkommen. Das heißt, das empfehle ich eigentlich immer, bevor ihr jetzt hier schon den Klebemörtel auftragt, dass ihr einfach mal die ersten 2 Reihen euch mal so grob schon mal zurechtlegt. Da habt ihr alles dabei. Das heißt, hier ist jetzt die zweite Seite, dann wird jetzt hier ein Riemchen kommen und dann schneidet ihr dann, das kann man dann zum Schluss machen, messt ihr das hier ein und schneidet dann hier den letzten Stein bei. Einfach, dass ihr die ersten 2 Reihen schon ein bisschen zugeschnitten habt. Und dann könnt ihr mit dem Klebemörtel auftragen beginnen. So, nachdem ihr dann hier 2, 3 Reihen verlegt habt, solltet ihr schon mal kontrollieren, ob die Verlegeeisen auch hier gerade liegen. Das heißt, Wasserwaage mal drauf und schauen, ob ihr nicht irgendwo verlauft.
Das gleiche auch hier an den Seiten. Da könnt ihr auch immer wirklich, ihr braucht nicht so viele von diesen Eisen. Nach 2 Reihen kann man die schon unten rausnehmen und legt man einfach wieder oben drauf. Das ist auch nachher leichter beim Saubermachen. Wir glätten die auch hier nochmal vor. Das zeige ich euch gleich nochmal, warum wir das machen. Und so können wir das Eisen drauflegen. Da kontrolliert ihr hier drauf dann einfach nochmal. Genau, muss man hinten ein bisschen auf. Das könnt ihr dann auch an den Stein ein bisschen einfach andrücken. Das Eisen mit. Und dann geht es weiter. Die nächsten Reihen dann wieder drauf. Bei der Ecke ist das ein bisschen speziell. Die drücke ich jetzt mal so rein und nehme die mal wieder raus. Da seht ihr, die liegt jetzt eigentlich so satt drin. Das ist der Grund. Wie ihr hier seht, habe ich hier schon relativ viel Kleber extra bei der Ecke mit drauf geschmiert und hier oben mir noch ein bisschen mehr Kleber gelassen. Die Ecken solltet ihr hier im Eckbereich einfach nochmal zusätzlich einschmieren, weil die müssen hier wirklich satt im Kleber sitzen. Da kann nicht mal hier so Lochstellen oder so dürfen da eigentlich nicht sein. Das seht ihr auch wirklich. Ihr könnt es ganz einfach kontrollieren. Ihr drückt die Ecke rein, zieht sie raus und da, wo Kleber fehlt, schmiert ihr einfach noch ein bisschen nach. Weil wenn man hier gegen die Ecke läuft, das ist dann schon eine hohe Belastung oder dagegen knallt, da muss die hinten satt im Kleber sitzen, dass die den Belastungen, falls im Innenbereich passiert sowas wohl nicht, aber trotzdem, wenn man mal gegenstößt, dass sie dem standhält. Und dann geht es wieder weiter mit den Riemchen. Das seht ihr auch, vielleicht noch so ein Trick. Die Riemchen setzen wir hier bündig an und verziehen die dann so rüber. Dadurch glättet ihr schon so ein bisschen hier diese Fuge. Das ist jetzt ein spezieller Fall, wenn ihr die Riemchen mit einer Schattenfuge verlegen wollt. Wenn ihr die Riemchen nachher vollfugen wollt, ist es relativ egal. Wobei ihr trotzdem durch dieses Hin- und Herschieben einen höheren Anpressdruck und den Kleber noch fester auf das Riemchen drückt. So ist das Riemchen eigentlich noch satter und noch fester im Klebemörtel mit drin. Und wirklich gut anpressen, dass das hier fett ist. Dann können wir mal einfach, jetzt kontrollieren wir mal einfach mal aus Spaß, wenn ihr euch nicht sicher seid. Zieht ihr mal ab und seht ihr, wirklich super satt der Kleber drin. Und jetzt hier seht ihr auch schon so ein bisschen hier den Untergrund, da sage ich auch noch mal gleich was dazu. Aber das ist alles prima, das hält richtig gut. Und dann könnt ihr hier wieder Reihe für Reihe aufbauen. Das ist das Gleiche, auch mit der Schattenfuge. Glätten wir einfach hier schon mal vorab so ein bisschen die Fuge. Genau. Und die Eisen wieder von unten raus, oben rein. Und so arbeitet ihr euch wirklich Reihe für Reihe hoch, habt die Abstandshalter und denkt immer mit der Wasserwaage das zu kontrollieren, dass ihr nicht irgendwo verlauft. Und so könnt ihr euch nach und nach so nach oben arbeiten. Kurz zu dieser Schattenfuge. Bei unseren Riemchen, die sind wirklich sehr dünn geschnitten, findet ihr fast keine Riemchen, die so dünn sind. Und das bietet bei uns den Vorteil, dass ihr die auch als Schattenfuge verlegen könnt. Da wird dann einfach hier dieser Klebemörtel einfach nur glatt gestrichen und ihr seid fertig und müsst nicht nochmal nachträglich verfugen. Ist eine gestalterische Frage. Manche sagen einfach so, nö, ich möchte das vollgefugt haben, mir gefällt das so nicht. Andere sagen, ja, toller Lichteinfall, das Riemchen kommt, der Stein kommt mehr zur Geltung. Ich möchte eine Schattenfuge. Ihr habt hier beide Möglichkeiten. Und wir legen dann, wenn wir wissen, dass wir mit einer Schattenfuge arbeiten, legen wir natürlich extrem viel Wert aufs Kletten, aufs Vorkletten, weil wir dann einfach nachher beim Glattstreichen von dem Klebemörtel einfach nicht mehr so viel Arbeit haben. So, beim Untergrund muss man sich vorher auch schon wirklich Gedanken machen. Hier sieht es ja einfach nur aus, als wäre das jetzt eine gestrichene Wand und wir kleben auf die Farbe. Direkt einfach so auf die Farbe kleben solltet ihr auf keinen Fall tun. Im Außenbereich wirklich ein absolutes No-Go, weil das ganze Gewicht von den Steinen und von dem Kleber, wir reden da so um 28 Kilo bis 30 Kilo, würde dann nur auf der Farbe haften und gerade draußen bei den Temperaturwechseln und der Belastung, die dehnen sich aus und dann macht es einen Plopp und dann haut euch die ganze Wand entgegen. Im Innenbereich nicht ganz so kritisch zu betrachten, wobei jetzt gerade hier mit dem Ofen haben wir auch wirklich andere Temperaturen. So eine Wand wird hier auch mal 80 Grad vielleicht heiß.
Und da sollte man sich auch hier wirklich über den Untergrund Gedanken machen. In unserem Fall ist es so, das könnt ihr immer so schön testen, wenn ihr die Farbe irgendwie belassen wollt. Ihr müsst auf jeden Fall einmal schleifen. Das heißt, wir haben das hier komplett einmal angeraut und angeschliffen. Wenn ihr dann nochmal mit dem Fugeneisen so entlang geht und die Farbe geht wirklich so wie hier runter und nicht großflächig, wenn jetzt hier schon große Flecken entstehen würden und das so richtig abplatzen würde, dann muss die ganze Farbe runter. Und wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt und die Zeit habt, dann schleift es einfach komplett an, sodass wir einfach auf dem Grundputz sind und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten halt so Tests wie hier, wenn sich das nur so ganz kleinteilig hier ablöst, dann ist das in Ordnung. Da müsst ihr nur einmal richtig die anrauen, anschleifen und eine Grundierung aufbringen. Und das ist vielleicht auch nochmal so der Hinweis mit der Grundierung. Eine Grundierung ist auch kein Zaubermittel. Manche Leute denken, ich kann einfach die Grundierung auf die Farbe machen und auf einmal ist das fest. Eine Grundierung verfestigt die Oberfläche und eine Grundierung zieht nicht durch die Farbe und krallt sich irgendwie im Mauerwerk fest, sondern die ist wirklich nur dafür da, dass die Oberfläche, wenn hier loses Material ist, dass das verfestigt wird. Deswegen zwangsläufig müsst ihr dann einfach ran, wenn sich die Farbe flächig löst, müsst ihr einfach ran und das Ganze abschleifen, sonst habt ihr da nicht lange Spaß mit, gerade bei so einer Ofenwand. Bei einer Wohnzimmerwand und so anderen Sachen, da reden wir nicht um so große Temperaturwechsel, da wäre das teilweise okay mit einem kleinen Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gut, weiter geht's. So, am Ofenrohr müsst ihr zuschneiden. Das zeigen wir euch mal hier neben. Hier in dem Fall ist es natürlich super, weil wir so eine Rosette haben und da müsst ihr euch nicht viel Mühe geben mit dem Anpassen von Riemchen. Da haben wir jetzt hier schon gerade mal vorgeschnitten. Das heißt, da können wir einfach schon die Riemchen so passend reinschneiden und dann deckt das natürlich super ab mit der Rosette. Oft ist es aber auch so, dass nur das Ofenrohr in die Wand geht. Da müsst ihr euch dann natürlich einen Stein nehmen und das dann halt einfach, je nachdem wie der Verband dann ist, einfach am Stein könnt ihr euch das grob anzeichnen. Wie das Ofenrohr ein bisschen sauber anlegen, wie das am Ofenrohr laufen würde. Und dann schneidet ihr das einfach an der Maschine, das zeigen wir euch auch gleich nochmal, an der Flex einfach passend hier entlang und da ein bisschen Acht geben, dass der Schnitt sauber läuft und dann kriegt man auch hier einen schönen Abschluss. Auf jeden Fall auch dann vom Ofenrohr an sich nochmal eine Fuge setzen, das heißt, dass einfach so ein bisschen Abstand zum Ofenrohr denn da auch nochmal ist. Eine andere Sache ist nochmal so Klappen, die Ofenrohr-Revisionsklappen. Da ist es auch einfach so, ihr stößt einfach, sagen wir mal so, das wäre jetzt hier so eine, die sind ja meistens seitlich, aber trotzdem, das wäre so eine Klappe. Und da würdet ihr jetzt einfach auch mit den Steinen hier mit einer leichten Fuge dran stoßen. Ja, und dann habt ihr hier eure Klappe, die einfach da entlang läuft und legt die Riemchen einfach drumherum. Beim Schneiden von den Riemchen, da empfehlen wir hier bei gerade so Rundungen und so Sachen eigentlich so einen Trennständerhalter mit einer Flex und einer Diamantscheibe. Das Schöne ist halt daran, ich kann jetzt nachher hier auch so ein bisschen, wenn ich eine Rundung schneide oder irgendwas, kann ich so den Stein frei führen und kann das hier so ein bisschen wie rausfräsen. Und da ist so ein Trennständerhalter natürlich super. Ansonsten könnt ihr auch die Riemchen anreißen, haltet die gut auf und müsst dann die Flex mit der Hand führen. Würde auch gehen. Aber hier in dem Fall ist der Trennständerhalter, auch in unserem Zubehör findet ihr den, ist da wirklich eine schöne Sache. Und da seht ihr, da kann man wirklich auch, hier war der Radius ja nicht so stark, aber da kann man auch mal so ein bisschen eine Rundung reinfräsen. Wenn ihr es ganz extrem habt, sagen wir mal, können wir gerade mal hier nochmal zeigen, sagen wir mal, wir hätten jetzt wirklich einen ganz krassen Bogen wie sowas. Das kann man ja jetzt hier schlecht irgendwie gerade schneiden, da könnt ihr das auch so machen.
Gerade bei kleineren Durchführungen, irgendwelche Rohre, die durchgehen, geht es auch so und könnt ihr wirklich hier schön dran fräsen. Deswegen mit dem Trennständerhalter ist das ein schönes Arbeiten. So, hier seht ihr jetzt unsere tolle Kaminwand. Wir sind fertig mit den Arbeiten. Das Ganze ist jetzt auch so 4-5 Tage getrocknet. Und das wäre so der Zeitpunkt, wo man anfangen kann, auch mal mit dem Kamin zu heizen. Der Zement braucht eigentlich trotzdem 28 Tage, bis er wirklich fest ist und abgebunden hat. Aber zum Anheizen könnt ihr trotzdem dann schon nach 4-5 Tagen anfangen. Vielleicht hier oben noch mal so eine schöne Sache. Der obere Abschluss stellt auch immer die Leute vor Fragen und Probleme. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Ihr könnt einmal die Fugen hier ja größer werden lassen, so dass ihr nach oben hin die Aufteilung so macht, dass sie nach oben hin mit dem ganzen Stein auskommt. Wenn die Decke mal schief ist, kriegt man da trotzdem ein bisschen Probleme. Das heißt, ihr könnt auch so mit der vorletzten Reihe aufhören und einfach oben so ein Band senkrechte Steine legen. Ist auch ein wirklich super schöner Abschluss, rahmt das Ganze nochmal im oberen Bereich und man muss hier gar nicht großartig mit den Reihen und den Aufteilungen und den Fugenabständen arbeiten. Was wir am Anfang noch angesprochen hatten, auch der untere Abschluss, das seht ihr auch nochmal schön, da haben wir jetzt vorhin noch die Silikonfuge gezogen. Einfach nachdem die Steine auch wirklich trocken sind, dann die Silikonfuge entlang. Und das wäre jetzt die Option, wenn wir mit den Steinen bis zum Boden gehen. Da ist die Silikonfuge wirklich wichtig, weil ihr würdet ja sehen, dass der ganze Dreck jetzt einfach hier hinter die Steine fallen würde. Und so kann man das einfach hier sauber reinigen und absaugen. Dann hatten wir beim letzten Mal ja viel über den Verband auch gesprochen, hier an der Seite. Da haben wir nicht so viel erwähnt wegen vorne dem Verband. Das ist eigentlich relativ einfach, deswegen haben wir da nicht viel drüber gesprochen. Da könnt ihr von ausgehen, wenn ihr die lange Seite Riemchen habt, dann legt ihr auch mit langen Steinen weiter. Das legt ihr durch, bis ihr hinten halt zuschneiden müsst und könntet dann auch hier oben wieder mit einer langen Seite legen und dann auch an der Ecke wieder zuschneiden. Wir haben es hier gelöst, wir wollten hier so ein bisschen einen wilden Verband haben. Das heißt, da sind Halbsteine, die schneiden wir 10 cm, sind einfach nochmal wild in dem Verband untergebracht. Das würdet ihr einfach so machen, indem ihr wieder mit der langen Seite anfangt, legt hier die langen Steine und irgendwo, wild wie ihr Lust habt, legt ihr so einen 10er Stein rein. Der hätte jetzt genauso hier liegen können und dann wird hier der nächste lange Stein folgen. Und in der nächsten Reihe müsst ihr dann einfach nur darauf achten, dass ihr mit der Fuge genau Mitte über diesem Stein seid, ja, oder mit einem ganzen Stein Mittigstein. Dann schneidet ihr an den Ecken genauso zu und könnt diese Halbsteine einfach ganz wild im Verband legen. Dazu, das ist ein bisschen speziell, dazu werden wir aber trotzdem auch noch mal ein Video veröffentlichen, um euch einfach nur mal dieser wilde Verband und dieses Verlegen im Verband einfach noch mal genauer zu zeigen. Findet ihr in den nächsten Wochen bei uns im YouTube-Kanal. Ansonsten vielleicht noch der Feuerschutz, das ist auch immer noch ein großes Thema. Hier ist es ja die Glasplatte, die war ohnehin schon im Bestand hier drin. Da bieten wir auch die Möglichkeit, das Ganze, und das ist wirklich ein tolles Highlight, das haben nicht viele, die Riemchen am Boden zu verlegen. Das heißt, das ist auch ein perfekter Feuerschutz, weil das ist ja wirklich ein echter Stein und nicht brennbares Material. Das heißt, anstatt der Glasplatte und dem Holzboden hättet ihr hier unten auch die Riemchen am Boden weiterführen können. Da empfehlen wir, die Riemchen dann immer noch auszufugen, damit nicht ganz so viel Schmutz in den Fugen hängen bleibt. Ist natürlich eine sehr rustikale Variante, weil man da nicht so viel wischen muss, aber man sieht es ja an der Glasplatte, den Dreck sieht man immer relativ schnell auf der Glasplatte. Wenn wir da unten jetzt so einen Klinkerboden haben oder wie ein Pflasterklinker am Boden haben, dann fällt der Dreck auch gar nicht so richtig auf. Ansonsten, wenn ihr euch informieren wollt über unsere tollen Steine, dann findet ihr das Ganze unter www.riemchenwerk.de. Ruft uns gerne an, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Wir sind wirklich auf sowas absolut spezialisiert und können euch da mit allen Fragen auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten
Bis zum nächsten Video. Macht's gut.